Hallo, meine lieben Freunde. Heute ist es wieder Zeit mit Klartext. Und zwar zum Thema, was verschwiegen wird zum Dritten Reich und was die Forschung nicht will, was veröffentlicht werden soll. Wie zu erwarten, wird meine Buchreihe Adolf Hitler eine Korrektur von den Mainstream-Medien verschwiegen. Manche stören sich sogar an dem Wort Korrektur, das für sie eine Entlastung Hitlers suggeriert, was aber überhaupt nicht der Fall ist, sondern es ist eine objektive Beschreibung. Andere echauffierten sich darüber, dass auch der Kopfverlag die Bücher zum Kauf anbietet, so wie viele andere Online-Shops auch. Andere wiederum lehnen es aus ideologischen Gründen ab, überhaupt sich mit diesen Fakten auseinanderzusetzen. Für mich ist klar, dass sich der Mainstream und die deutsche Lückenhistorie gegen mein Projekt wehren, da es doch die vielfältigen Manipulationen, Lügen, Verfälschungen und Verdrehungen der Wissenschaftler entlarvt, die aus Angst um ihre Pöstchen an den Universitäten oder aus Angst vor öffentlichem Druck unbedingt ein politisch korrektes Geschichtsbild zementieren und ermanipulieren wollen. Ich bin in einem anderen Video bereits darauf eingegangen. Die deutsche Historie wird dann ungläubig oder unglaubwürdig, besser gesagt, wenn sie Darstellungen nach dem politisch gewünschten Klima ausrichtet, unbequeme Quellen verschweigt, entscheidende Tatsachen übergeht, wichtige Fragen gleich gar nicht stellt und mit Weglassungen, Verkürzungen oder moralisierenden Bewertungen arbeitet. All das hat mit Wissenschaftlichkeit nichts zu tun. Wenn die ideologische Gesinnung über den historischen Fakten steht, dann ist das Geschichtsmanipulation und nichts anderes. Ich selber führte mehrere Gespräche mit Verlagen, die die Realisierung meines Projektes entweder von vornherein als undurchführbar bezeichneten oder Angst davor hatten, die braunen Brüder, in Anführungszeichen, würden so ein Buch in den falschen Hals bekommen und deshalb Abstand davon nahmen. Also aus lauter Angst vorm Tod Selbstmord machen, heißt das. Deshalb bin ich dem Reval Verlag in Estland sehr dankbar, dass er so mutig ist, meine Buchreihe zu veröffentlichen, die Sie auch beim Kopfverlag erhalten können und auch bei Amazon, der aber 2 Bände äh, zensiert und sperrt. Dazu werde ich in einem anderen Video noch einmal Stellung nehmen. Meine Arbeitsweise: mehr als 50.000 Akten, mehr als 50.000 Seiten Akten, Dokumente und Beweismaterial des Internationalen Militärgerichtshofs IMT in Nürnberg mussten gesichtet und durchgearbeitet werden. Dazu kamen tausende zeitgeschichtliche Bücher, Artikel, Interviews, Briefanfragen, wissenschaftliche Abhandlungen, endlose Recherchestunden im Internet und unzählige Titel aus der Sekundärliteratur, die ich nach ihrem Wahrheitsgehalt geprüft habe. Ich interviewte viele Zeitzeugen, ob nun ehemalige Soldaten, Zivilisten, Bombenopfer, KZ-Häftlinge oder Kriegsgefangene. Milieustudien, Spurensuchen, Zeitzeugenbefragungen und Recherchen führten mich an wichtige Orte des Geschehens. Zum Beispiel Berlin, München, Nürnberg, Dresden, Wien, London, Paris, Rom, Jerusalem, Amsterdam, Lüttich, Lissabon, Zürich, Bukarest, Warschau, Budapest, Prag, Istanbul, Zürich und in den Vatikan, auf den Obersalzberg, in die ehemaligen Konzentrationslager auf der Schwäbischen Alb, nach Dachau und nach Auschwitz und auch nach Südamerika. Das historisch-wissenschaftliche Material ist so umfangreich, dass ich die Lügen, Manipulationen und Verfälschungen über die Zeit zwischen 1914 und 1945,
nicht in einem Band behandeln kann. Deshalb ist eine Buchreihe notwendig. Die Ergebnisse meiner Forschungen widersprechen in großen Teilen dem vorherrschenden politischen Bewusstsein und der Staatsräson. Sie werden deshalb wohl auch verschwiegen, weil meine Erkenntnisse juristisch nicht angreifbar, meine Beweise sauber und seriös sind und ich mich mit keiner einzigen rechten Quelle bediene. Denn glauben Sie mir, würde nur eine einzige Quelle von den über 20.000 aus meinen Büchern aus einer rechten Publikation stammen, würde man das ganze Buchprojekt damit sofort diskreditieren. Auf diese Falle gehe ich nicht ein. Den Gefallen tue ich auch den Linken nicht. So aber findet die Journalie keinen Ansatz und verschweigt lieber meine sehr, sehr erfolgreiche Buchreihe. Die deutsche Lückenhistorie funktioniert in weiten Teilen aber weiterhin in folgender Weise. Politisch bequeme Quellen und politisch korrekte Literatur werden ausgewählt und so ein Geschichtsbild zusammengeschustert, das unserer gängigen politischen Korrektness entspricht. Ein weiteres gängiges Prinzip, das ich entdeckt habe: Alles, was Hitler belastet, ist wahr, alles, was ihn entlastet, ist falsch oder wird verschwiegen. Ich werde das an vielen Beispielen zeigen in meinen Büchern. Die Konzentration auf angenehme Quellen, weil politisch korrekt, beachtet die kausalen Zusammenhänge nicht und blendet die internationalen Entwicklungen fast vollständig aus. Ich gebe Ihnen ein paar kleine Beispiele. Zum Beispiel Präsident Roosevelts Weltmachtstreben für die USA, Stalins Ziele der Weltrevolution, Englands Anspruch, die Machtverteilung auf dem europäischen Kontinent selbst zu entscheiden, Frankreichs Willen, die Deutschen klein zu halten, Polens Expansionsdrang und sein Streben nach einem Großpolen, Italiens Wunsch nach mehr Kolonien, Japans Kriege im Fernosten. Die Liste ließe sich beliebig fortführen. Ich frage, was konnte Hitler beispielsweise für das Großmachtstreben der USA oder die Intention der Imperialmächte Großbritannien, Frankreich, Italien, die Sowjetunion und Japan ihre Kolonien und ihren Lebensraum zu erweitern? Was konnte er für die Handlungen der in diesen Ländern regierenden Staatsmännern? Und doch nehmen deren Taten Einfluss auf die Geschehnisse rund um das Deutsche Reich und beeinflussten Hitlers Entscheidungen maßgeblich. Genau diese Wechselwirkungen, die Hitlers Wirken beeinflussten, werden verschwiegen und wenn nicht manipulativ dargestellt. Genau das meine ich mit Lückengeschichtsschreibung. Sie erkennen, ohne die zeitgleichen Entwicklungen und Verwicklungen in anderen Ländern zu betrachten, ergibt sich ein völlig falsches Geschichtsbild. Normalerweise haben die von Zensurgesetzen und vom Mainstream eingeschüchterten deutschen Historiker nur Hitler und die Nazis im Fokus. Die globalen Wechselwirkungen der Entscheidungen anderer Staatsmänner, und jetzt kommt das Entscheidende, auf den deutschen Führer, werden ausgeblendet oder zurechtgezimmert. Dass Adolf Hitler in vielen seinen Handlungen ein Getriebener der Entscheidungen anderer Staatsmänner gewesen ist, nehmen deutsche Historiker gleich gar nicht zur Kenntnis. Eine ernsthafte Auseinandersetzung darüber bleibt bis heute aus. Das ändere ich mit meiner Sachbuchreihe. Ich habe es schon angesprochen, Quellen und Dokumente erhalten ihren Sinn erst durch den geschichtlichen Zusammenhang. Ohne die Kenntnis des geschichtlichen Prozesses, innerhalb dessen sie stehen, kann man sie kaum begreifen und interpretiert sie selektiv oder falsch. Mit meinem Buchprojekt möchte ich den geschichtlichen Verlauf durch viele auch bisher nicht beachtete Dokumente sichtbar machen
und diese wiederum durch den geschichtlichen Prozess durchleuchten, um so ihre Bedeutung und ihren Sinn zu erschließen. Doch ich warne bereits zu Beginn: Keine geschichtliche Dokumentation ist vollständig und kann vollständig sein, solange noch so viele Beweise und Belege in internationalen Archiven weggeschlossen sind. Dennoch, die Welt hat das Recht, wir Deutsche haben das Recht, zu erfahren, wie und was Adolf Hitler gedacht und weshalb er so gehandelt hat, wie er handelte. Genau das sind wir einer objektiven Geschichtsschreibung schuldig. Viele verschiedene Entscheidungen verschiedener Staatshäupter bestimmten das machtpolitische Bild Europas. Und das müssen wir einfach beachten. Bei meinen jahrelangen Recherchen fiel mir auf, dass in den meisten Geschichtsbüchern, von Schulbüchern natürlich ganz zu schweigen, keine längeren Quellenzitate und keine längeren Originalzitate von Hitler zu finden sind. Es ist gerade so, als hätte man Angst, ihn zu Wort zu kommen lassen. Nur Satzfragmente oder aus dem Zusammenhang gerissene Absätze werden zitiert. Man nimmt seine Reden, Interviews und Aussagen nur dann zur Kenntnis, wenn sie dem Bild entsprechen, das die Regierungshistoriker zeichnen wollen. Alles andere wird verschwiegen und ausgeblendet. Mit dieser Manipulation mache ich Schluss. Ich zitiere Hitler in langen Passagen. Nur so können seine Ansichten und Motive objektiv dargestellt werden. Ich besitze zudem nicht die Arroganz der nachgeborenen Historiker, die Geschehnisse aus der heutigen Zeit heraus zu interpretieren, was es natürlich viel leichter macht, die Protagonisten zu verurteilen, weil man ja weiß, wie die Geschichte letztendlich verlaufen ist. Ich gehe in meiner Buchreihe von dem Wissensstand der Verantwortlichen aus, den sie zur damaligen Zeit, ich wiederhole, zur damaligen Zeit hatten. Das erklärt ihre Handlungen in authentischer Weise und führt die heute vorherrschende politische, ideologische Geschichtsschreibung ad absurdum. Als aufgeschlossener Leser werden Sie die vielfältigen Manipulationen, Verfälschungen, Auslassungen, Weglassungen und Verkürzungen so am besten erkennen. Fast täglich erhalte ich Dankeschreiben von Lesern oder Schilderungen ihrer persönlichen Erlebnisse in der Zeit während oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Und andere geben mir viele wertvolle Tipps. Danke dafür. Noch eine Bitte zum Schluss dieses Videos. Sollte jemand von Ihnen Kontakte zu einem ausländischen Verlag haben, welcher eventuell Interesse an der Vermarktung meiner Buchreihe in einem anderen Land haben könnte, wäre ich dankbar, wenn er sich mit mir in Verbindung setzen würde. Ich kann Ihnen jedenfalls versprechen, dass ich trotz den seit Jahren anhaltenden Anfeindungen, Bedrohungen, Beleidigungen, Diskriminierungen und sogar Morddrohungen auch weiterhin an diesem Buchprojekt arbeiten werde, und ich werde Ende dieses Jahres die nächste publizistische Bombe platzen lassen, die es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Bleiben Sie mir treu. Newsletter auf www.michaelgrant.de. Dort sind auch Videos zur Hitlerei zu finden. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ihr Michael Grant.